Schwinn. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Schwinn 490/590er Elliptical zusammenbauen. Wählen Sie zunächst einen Bereich aus, in dem Sie Ihr Ellipsentrainer aufstellen und bedienen möchten. Für einen sicheren Betrieb muss die Maschine auf einer harten, ebenen Fläche aufgestellt werden. Bitte berücksichtigen Sie eine Mindestarbeitsfläche von 82 x 57,9 Zoll. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Trainingsraum über eine ausreichende Höhenfreiheit verfügt. Berücksichtigen Sie dabei die Körpergröße des Benutzers und die maximale Höhe der Pedale bei vollständig aktivierter Neigung. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung gründlich durch, da sie wichtige Sicherheitshinweise und Montagetipps enthält. Bitte beachten Sie, dass für diesen Vorgang möglicherweise 2 Personen erforderlich sind. Eine vollständige Teilliste finden Sie in der Montageanleitung. Ein Aufkleber für rechts R und links L wurde auf die Teile aufgebracht, um den Zusammenbau zu erleichtern. Ausgewählte Teile der Hardware wurden möglicherweise als Ersatzteile bereitgestellt. Beachten Sie, dass nach der ordnungsgemäßen Montage Ihrer Maschine möglicherweise noch Hardware vorhanden ist. Die folgenden Werkzeuge werden für diese Montage empfohlen. Zur Unterstützung des Montagevorgangs wird eine Ratsche mitgeliefert. Bei richtiger Einstellung kann die Ratsche zum schnellen Entfernen und Anbringen von Hardware verwendet werden. Um die Hardware festzuziehen, drehen Sie die Ratsche im Uhrzeigersinn und richten Sie den Richtungsschalter wie gezeigt nach rechts aus. Um Hardware zu entfernen oder zu deinstallieren, drehen Sie die Ratsche gegen den Uhrzeigersinn und richten Sie den Richtungsschalter wie gezeigt nach links aus. Drehen Sie den Ratschengriff, um zu sehen, ob sich der Ratschengriff in die gewünschte Richtung drehen lässt. Wenn das Werkzeug die Hardware nicht in die gewünschte Richtung dreht, drücken Sie den Richtungsschalter mit Ihrem Finger oder Daumen, bis er auf die andere Seite einrastet. Das Werkzeug sollte nun eine Drehung der Hardware in die andere Richtung ermöglichen. Schritt 1. Wenn sich die Box in der Nähe des vorgesehenen Trainingsbereichs befindet, öffnen Sie die obere Klappe der Box und schneiden Sie die Ecken der Box sicher ab. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen, wenn Sie den Karton mit einer Schere oder einem Kistenschneider schneiden. Halten Sie Hände und Finger stets von der Bewegung der Schere oder des Teppichmessers fern. Beachten Sie, dass der Karton Versandklammern enthält, die schädlich sein können. Halten Sie Ihre Hände und Finger stets von ihnen fern. Die Box kann zum Schutz des Bodenbelags verwendet werden. Schritt 2. Halten Sie beim Auspacken den Bereich an den kurzen Enden des Kartons frei und belassen Sie die Hauptbaugruppe auf den beiden unteren Transportblöcken. Schneiden Sie die Transportkabelbinder an der Schienen- oder Hauptbaugruppe nicht durch, bevor Sie dazu aufgefordert werden. Achten Sie darauf, die Transporteinsatzstange vom Neigungsmutterarm, Hebemotor, der Hauptbaugruppe zu entfernen, bevor Sie den oberen Transportblock entfernen. Entfernen Sie die Teile und legen Sie sie für den Zusammenbau beiseite. Die Kabelbinder sollten an Ort und Stelle bleiben, ebenso wie die beiden unteren Versandblöcke. Schritt 3. Beginnen Sie mit Schritt 3, indem Sie die Schienenbaugruppe an der Hauptbaugruppe befestigen, um mögliche schwere Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie beim Anbringen der Schienenbaugruppe an der Hauptbaugruppe darauf, dass Finger oder Händen nicht eingeklemmt oder eingeklemmt werden. Platzieren Sie Ihre Finger oder Händen nicht unter den schwenkbaren Teilen der Schienenbaugruppe. Einige Teile können leicht verschoben werden, um die Ausrichtung zu erleichtern. Entfernen Sie alle Befestigungsteile von der Schienenbaugruppe, bevor Sie sie anbringen. Ziehen Sie die gesamte Hardware zunächst nur handfest an. Wenn dann die gesamte Hardware gestartet ist, ziehen Sie sie vollständig fest. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel vollständig fest, um die Hardware festzuziehen. Drehen Sie das Ratschenwerkzeug im Uhrzeigersinn und stellen Sie den Richtungsschalter auf die rechte Seite. Wenn das Werkzeug die Hardware nicht in die gewünschte Richtung dreht, drücken Sie den Richtungsschalter mit Ihrem Finger oder Daumen, bis er auf die andere Seite einrastet. Sobald die Schienenbaugruppe befestigt ist, schneiden Sie die Transportkabelbinder von der Schienenbaugruppe ab und befestigen Sie sie am Neigungsmutterarm, Hebemotor, der Hauptbaugruppe. Befestigen Sie den Neigungsmutterarm mit der mitgelieferten Hardware. Die Hardware ist nicht im Hardwarebeutel enthalten. Bitte beachten Sie, wenn lose Unterlegscheiben vorinstalliert geliefert wurden, verwenden Sie diese unbedingt an Ihre Maschine. Ziehen Sie alle Teile mit den mitgelieferten Schraubenschlüsseln vollständig fest. Schritt 4.
Bitte beachten Sie, für diesen Schritt sind möglicherweise 2 Personen erforderlich. Drehen Sie die Rahmenbaugruppe sicher in eine aufrechte Position. Einige Komponenten der Maschine können schwer oder unhandlich sein. Beauftragen Sie beim Zusammenbau dieser Teile eine zweite Person. Führen Sie keine Schritte aus, die schweres Heben oder unangenehme Bewegungen erfordern. Lassen Sie sich beim Absenken der Schienenbaugruppe von einer zweiten Person unterstützen. Schneiden Sie die Transportkabelbinder, mit denen die unteren Lenker befestigt sind, nicht durch, bis Sie dazu aufgefordert werden. Schritt 5. Heben Sie die Rahmenbaugruppe leicht an und entfernen Sie den Transportblock darunter. Einige Komponenten der Maschine können schwer oder unhandlich sein. Beauftragen Sie beim Zusammenbau dieser Teile eine zweite Person. Führen Sie keine Schritte aus, die schweres Heben oder umständliche Bewegungen erfordern. Senken Sie die Rahmenbaugruppe vorsichtig ab. Heben Sie die Rahmenbaugruppe wie gezeigt vom inneren Drehpunktbereich an. Schritt 6. Suchen Sie zunächst den Konsolenmast und platzieren Sie ihn oben auf der Rahmenbaugruppe. Schließen Sie die Kabel an und befestigen Sie dann den Konsolenmast an der Rahmenbaugruppe. Einige Komponenten der Maschine können schwer oder unhandlich sein. Beauftragen Sie beim Zusammenbau dieser Teile eine zweite Person. Führen Sie keine Schritte aus, die schweres Heben oder umständliche Bewegungen erfordern. Quetschen oder schneiden Sie die Kabel nicht. Um ein Einklemmen zu vermeiden, ziehen Sie die Kabel vorsichtig von der Oberseite des Konsolenmasts, während dieser auf die Rahmenbaugruppe abgesenkt wird. Befestigen Sie den Konsolenmast mit den mitgelieferten 4-Teilerschrauben. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel vollständig fest. Schritt 7. Beginnen Sie mit der Suche nach der Konsolenbaugruppe. Entfernen Sie vorsichtig das lose Ende des Kabels aus der Öffnung auf der Rückseite der Konsolenbaugruppe. Entfernen Sie dann die Hardware von der Konsolenbaugruppe. Quetschen oder schneiden Sie das Kabel nicht. Achten Sie darauf, dass die Hardware nicht in die Konsolenbaugruppe fällt. Hardware ist nicht im Hardwarebeutel enthalten. Entfernen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten Schraubendreher. Legen Sie die Hardware für den Zusammenbau beiseite. Schritt 8. Beginnen Sie damit, die Konsolenbaugruppe auf dem Konsolenmast zu platzieren. Schwenken und befestigen Sie die Konsolenbaugruppe am Konsolenmast und schließen Sie dann die Konsolenkabel an. Quetschen oder schneiden Sie die Kabel nicht. Befestigen Sie den Konsolenmast mit Hilfe der zuvor entfernten Hardware an der Konsolenbaugruppe. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten Schraubendreher vollständig fest. Als nächstes schließen Sie die Konsolenkabel an. Achten Sie darauf, die Kabelstecker vollständig anzuschließen. Sobald die Kabel angeschlossen sind, schieben Sie sie in den Konsolenmast. Schritt 9. Suchen Sie zunächst die Konsolendrehabdeckung. Die Abdeckung wird an der Rahmenbaugruppe hinter der Konsolenbaugruppe befestigt. Passen Sie bei Bedarf den Winkel der Konsolenbaugruppe mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel an. Befestigen Sie dann die Konsolendrehabdeckung an der Rahmenbaugruppe. Schieben Sie die Abdeckung langsam in Position. Schritt 10. Beginnen Sie mit der Lokalisierung der Beine. Ein Aufkleber für rechts R und links L wurde auf die Teile aufgebracht, um den Zusammenbau zu erleichtern. Befestigen Sie die Beine wie gezeigt an der Rahmenbaugruppe. Schneiden Sie die Versandkabelbinder nicht durch. Auf einige der an diesem Schritt beteiligten Teile wurde Schmiermittel aufgetragen. Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Installation ein Tuch oder Papiertuch zur Hand haben, um überschüssiges Schmiermittel von Ihren Händen zu wischen. Hardware ist nicht im Hardwarebeutel enthalten. Montieren Sie zuerst das Bein und befestigen Sie es dann mit der mitgelieferten Hardware. Stellen Sie sicher, dass das Bein gerade auf den Schienen liegt. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel vollständig fest. Wiederholen Sie diese Schritte für die gegenüberliegende Seite. Sobald beide Beine fest befestigt sind, ist Schritt 10 abgeschlossen. Schritt 11. Beginnen Sie mit der Suche nach den Kabelbindern, die sich an der Unterseite der unteren Lenker befinden.
Schneiden Sie die Transportkabelbinder durch, mit denen beiden unteren Lenker befestigt sind, und befestigen Sie dann die Pedale an der Rahmenbaugruppe, um mögliche schwere Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie beim Einführen des Pedalendes in die untere Haltestange darauf, dass Finger oder Hände nicht eingeklemmt oder eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Sie den Lenkern nicht im Weg stehen. Drehen Sie die unteren Lenker nicht vollständig, da sonst die Kabel in den Lenkern beschädigt werden. Achten Sie beim Einsetzen der Pedale in die Beine darauf, dass der Pfosten mit der Öffnung des Beins zentriert ist. Auf einige der an diesem Schritt beteiligten Teile wurde Schmiermittel aufgetragen. Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Installation ein Tuch oder Papiertuch zur Hand haben, um überschüssiges Schmiermittel von Ihren Händen zu wischen. Ein Aufkleber für rechts R und links L wurde auf die Teile aufgebracht, um den Zusammenbau zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel am Drehstift vollständig in der Kerbe am unteren Lenker sitzt. Drehen Sie den Drehstift leicht, um die korrekte Einstellung zu erleichtern. Wenn der Drehstift richtig eingestellt ist, schließt er bündig mit der Außenseite des unteren Lenkers ab. Sichern Sie die Vorderseite mit der mitgelieferten Hardware. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel vollständig fest. Sichern Sie beide Enden. Hardware ist nicht im Hardwarebeutel enthalten. Wiederholen Sie diese Schritte für die gegenüberliegende Seite. Sobald beide Pedale fest befestigt sind, ist Schritt 11 abgeschlossen. Schritt 12. Beginnen Sie mit der Suche nach den oberen Lenkern. Ein Aufkleber für rechts R und links L wurde auf die Teile aufgebracht, um den Zusammenbau zu erleichtern, um mögliche schwere Verletzungen beim Einführen der Rohrenden in die unteren Haltestangen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Finger oder Hände nicht eingeklemmt oder eingeklemmt werden. Einige Komponenten der Maschine können schwer oder unhandlich sein. Beauftragen Sie beim Zusammenbau dieser Teile eine zweite Person. Führen Sie keine Schritte aus, die schweres Heben oder umständliche Bewegungen erfordern. Quetschen oder schneiden Sie die Kabel nicht. Schließen Sie die Kabel an. Während Sie den oberen Haltegriff einführen, ziehen Sie das Kabel vorsichtig nach unten in den unteren Haltegriff und befestigen Sie den oberen Haltegriff. Befestigen Sie beide Lenker mit den mitgelieferten Schrauben, 4 pro Lenker. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel vollständig fest. Wenn die oberen Haltestangen angebracht sind, schieben Sie die freigelegten Kabel so weit wie möglich zurück in die oberen Haltestangen, ohne sie zu beschädigen. Sobald beide oberen Lenker fest befestigt sind, ist Schritt 12 abgeschlossen. Schritt 13. Beginnen Sie zunächst mit der Anbringung der Innenabdeckungen. Bringen Sie die inneren Lenkerabdeckungen an und lassen Sie dann die äußeren Lenkerabdeckungen an der Rahmenbaugruppe einrasten. Schieben Sie die Abdeckung wie gezeigt durch die zugewiesenen Schienenlöcher. Quetschen oder schneiden Sie die Kabel im Inneren des Lenkers nicht ein. Überprüfen Sie vor der Installation der Hardware, ob die Hardware die Kabel im Inneren des Lenkers durchschneidet. Passen Sie gegebenenfalls die Kabel an und überprüfen Sie sie erneut. Befestigen Sie die innere Lenkerabdeckung mit den mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten Schraubendreher vollständig fest. Lassen Sie die äußere Lenkerabdeckung an der Rahmenbaugruppe einrasten und wiederholen Sie diese Schritte für die gegenüberliegende Seite. Quetschen oder schneiden Sie die Kabel im Inneren des Lenkers nicht ein. Schritt 14. Machen Sie einen Weg zum vorgesehenen Trainingsbereich frei. Für einen sicheren Betrieb muss sich der vorgesehene Trainingsbereich auf einer harten, ebenen Oberfläche befinden. Planen Sie eine Trainingsfläche von mindestens 2, 1 x 1,5 Metern, 82, 1 x 57,9 Zoll, ein. Halten Sie einen Abstand von 0,6 Metern, 24 Zoll, zum Trainingsbereich entlang der Zugangsseite zum Gerät und zur Rückseite des Geräts ein. Dies ist der empfohlene Sicherheitsabstand für den Zugang und das Herumgehen sowie Notabstiege von der Maschine. Stellen Sie sicher, dass der Trainingsbereich,
den Sie nutzen, ausreichend Höhenfreiraum hat, unter Berücksichtigung der Körpergröße des Benutzers und der maximalen Neigung des Geräts. Halten Sie Dritte von diesem Bereich fern, wenn die Maschine in Betrieb ist. Schritt 15. Um Ihr Gerät zu bewegen, kippen Sie das Gerät mit Hilfe des Transportgriffs auf die Transporträder, rollen es dann sicher und senken es in den vorgesehenen Trainingsbereich ab. Benutzen Sie nicht den Lenker, den Konsolenmast oder die Konsole, um die Maschine anzuheben oder zu bewegen. Es kann zu Verletzungen oder Schäden an der Maschine kommen. Die Maschine kann je nach körperlichen Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit von einer oder mehreren Personen bewegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie und andere körperlich fit sind und in der Lage sind, die Maschine sicher zu bewegen. Bewegen Sie sich nach Bedarf an den Standort. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, harte und ebene Oberfläche, frei von unerwünschtem Material oder anderen Gegenständen, die Ihre Bewegungsfreiheit beeinträchtigen könnten. Unter der Maschine sollte eine Gummimatte verwendet werden, um die Freisetzung statischer Elektrizität zu verhindern und Ihren Bodenbelag zu schützen. Schritt 16. Beginnen Sie mit der Suche nach dem Netzkabel. Schließen Sie als nächstes das Netzkabel an der unteren Vorderseite der Rahmenbaugruppe an. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vollständig in den Netzeingang der Maschine gesteckt ist. Glückwunsch! Die Montage des Schwinn 490/590E Elliptical ist nun abgeschlossen. Führen Sie vor der Verwendung Ihrer Maschine eine Endkontrolle durch. Überprüfen Sie Ihre Maschine, um sicherzustellen, dass alle Befestigungselemente festsitzen und die Komponenten ordnungsgemäß zusammengebaut sind. Tragen Sie unbedingt die Seriennummer an das dafür vorgesehene Feld vorne im Handbuch ein. Entfernen Sie vorsichtig die schützende Plastikfolie vom Bildschirm, der Tastatur und der Oberseite der Konsole. Aufgrund statischer Elektrizität können Geisterbilder auf dem Bildschirm erscheinen, die jedoch nach einigen Minuten verschwinden. Tragen Sie eine kleine Menge Silikonschmiermittel auf ein Tuch auf und wischen Sie die Schienen ab, um Rollengeräusche zu beseitigen. Silikonschmiermittel sind nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem sicheren Ort aufbewahren. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig zusammengebaut und gemäß der Bedienungsanleitung auf korrekte Leistung überprüft wurde. Nach Ihren ersten Trainingseinheiten müssen einige Hardware erneut festgezogen werden. Um einen leisen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, achten Sie darauf, die angegebene Hardware nach 3 Trainingseinheiten festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Hardware monatlich oder alle 20 Betriebsstunden überprüfen und vollständig festziehen. Ziehen Sie nach 3 Trainingseinheiten die Schienenmontageteile fest. Ziehen Sie die Hardware des Neigungsmutterarms, Hebemutters, fest. Und schließlich ziehen Sie die Konsolenmast-Hardware fest. Informationen zu Trainings, Fehlerbehebung und anderen Programmfunktionen finden Sie in der Montageanleitung. Viel Spaß mit Ihrem neuen Schwinn 490/590E Ellipsentrainer. Präsentiert von Schwinn.